Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich heute hier aus Langenau. Hinter mir sehen Sie das alte Bahnhofsgelände des Bahnhofs Langenau. Hier finden jedes letzte Wochenende im Februar die Langenauer Modelleisenbahntage statt. Gehen wir doch einfach mal rein und schauen, was wir heute hier so Interessantes entdecken können. Kommst du doch einfach mit! Noch ist von den Eisenbahnanlagen hier nicht viel zu sehen, bis auf die Rohbauten. Die Anlagen wurden von den Ausstellern in Einzelteile zerlegt hergebracht und jene sind nun kräftig damit beschäftigt, dieses Puzzle wieder richtig zusammenzusetzen. Wie sind Sie denn zu diesem Hobby gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich bin schon ein bisschen älter und als Kind wollte ich immer eine Eisenbahn und da ist es nichts geworden und dann bin ich aber als Jugendlicher, habe ich mir mal die Eisenbahn gekauft, wo ich mir selber kaufen konnte und habe dann eigentlich mit dem Hobby angefangen. Modellbahn gab es im Club, also im Dorf gab es einen Modellbahnclub und dort habe ich mich dann angeschlossen und seitdem bin ich nur dabei. Ja, die Geschichte ist ähnlich. Ich hatte mal als Kind eine Modellbahn gekriegt, wo ich noch ganz klein war. Dann konnte ich jahrelang keine haben, aus Platzgründen. Und wo ich dann mit 20 meine erste Wohnung hatte, konnte ich mir das verwirklichen. Habe immer eine richtig große Modellbahn aufgebaut. Nach der Wende dann war eine Zeit lang ein bisschen Ruhe. Nach der Wende dann habe ich ein eigenes Geschäft aufgemacht für Modellbahn und Modellbau. Wir bauen Modellbahnanlagen und Dioramen. Dieses Hobby ist doch sicherlich sehr zeit- und kostenintensiv. Zeitintensiv ist es, ja. Kosten, da lässt sich drüber streiten. Also man kann mit einfachen Sachen, kann man auch mal an der Anlage dann nochmal erklären, kann man mit einfachen Sachen was machen. Man kann aber auch teure Loks kaufen. Aber da wir Club sind und kein Geld haben, müssen wir sehen, dass wir möglichst mit wenig Material oder mit wenig Geld viel bauen können. Am Sonnabend war dann endlich alles aufgebaut und die kleinen Eisenbahnen warteten schon sehnsüchtig auf die Gäste. Und von diesen gab es dieses Jahr jede Menge. Bis zu 900 Besucher nutzen die Gelegenheit, sich an diesem frostigen Wochenende die Miniaturwelten anzuschauen. Und so stelle man sich noch in den 60er Jahren die Zukunft vor. Nun, wir sind jetzt in der sogenannten Zukunft und wir wissen, dass sie ein wenig anders aussieht. Einschienenbahnen gibt es allerdings tatsächlich, aber nicht in Deutschland. Der ehemals deutsche Transrapid fährt heute in China. In Deutschland hat man es nicht mehr hinbekommen, solch Bahnen zu bauen. Ich habe jetzt den Herrn Kroberger hier bei mir. Der Herr Kroberger ist der Chef des Eisenbahnvereines in Langenau. Herr Kroberger, wir befinden uns hier auf dem ehemaligen Bahnhof von Langenau. Wann ist denn eigentlich der letzte Zug hier gefahren? Also der letzte Personenzug fuhr am 31. Mai 1997. Und danach wurde dann der Bahnbetrieb komplett eingestellt. Wie kam es denn jetzt, dass Sie nun Ihre Heimstatt hier gefunden haben? Als 1990 das 100-jährige Streckenjubiläum gefeiert wurde, hatten einige Eisenbahner und engagierte Bürger aus der Region die Idee, den Bahnhof Langenau als Traditionsstätte der Eisenbahn herzurichten. Um welche Art von Eisenbahn oder mit welcher Art von Eisenbahn beschäftigen Sie sich denn hier in Ihrem Verein? Nun sowohl mit der richtigen, also der großen Eisenbahn, als auch mit der Modelleisenbahn. Modelleisenbahn bedeutet für uns nicht nur kleine Spuren wie die Spur N oder die Spur H0, sondern auch personenbefördernde Gartenbahn auf der 5-Zoll-Spur, wie wir sie hier auf unserem Grundstück im letzten Jahr eröffnet haben. Gibt es in Ihrem Verein denn hier eigentlich auch Frauen oder Mädchen? Ja, es gibt eine junge Frau, die Mitglied im Verein ist und sie ist auch Mitglied des Vorstands. Wie viele Mitglieder haben Sie denn eigentlich hier in diesem Verein? Derzeit sind wir insgesamt 22 Mitglieder. Und wie alt sind das älteste und das jüngste Mitglied, was Sie hier haben? Nun, unser ältestes Mitglied, der Heiner, ist 82 Jahre alt und unser jüngstes Mitglied, der Max, 17. Ich danke Ihnen recht herzlich. In der Außenwelt konnte der Winter dieses Jahr ja nicht so recht überzeugen. Ganz im Gegensatz zu dieser Eisenbahnanlage. Hier drehen in einer traumhaften Winterlandschaft zwei romantische Dampflok-getriebene Züge ihre Runden.
Die meisten Anlagen widmen sich aber eher den wärmeren Jahreszeiten. Eines der besonderen Highlights dürfte sicherlich diese Eisenbahntorte gewesen sein. Im Stile einer Hochzeitstorte drehen auf jeder Ebene Züge in anderen Spurweiten ihre Runden. Die kleinsten ganz oben und die größten unten. Der Eisenbahn-Modellbauclub Milkau präsentierte den Wilden Westen im H0-Format. Wir haben für Sie das Unmögliche möglich gemacht und sind mal eine Runde mitgefahren. Genießen Sie doch einfach die kleine Rundfahrt. Nicht nur der Wilde Westen war vertreten, sondern auch die heimische Region, wie hier die Straßenbahn- und Weißeritztalbahn aus Freital. Etwas ganz Besonderes gab es dann noch ein wenig versteckt zu sehen. Herr Schubert, was sind denn das für Modelle, die es bei Ihnen hier zu sehen gibt? Also diese Modelle sind aus Holz gebaut, was die Leute eigentlich gar nicht akzeptieren. Aber wie gerade hier haben wir ein Modell stehen, das habe ich extra so gebaut, dass sie das mal so begreifen. Sie glauben mir das doch gar nicht. Sonst Die Modelle sehen sehr realistisch aus, muss ich sagen. Und als ich das vor uns gesehen habe, ich habe es ehrlich gesagt für Metalldampflokomotiven gehalten. genauso halten die Leute halten das alles aus Metall, aber es ist so, sie sind noch Originalbaupläne gebaut worden, sonst geht es nicht. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen, Lokomotiven aus Holz so detailgetreu nachzubauen? Das war eine eigentümliche Sache. Ich habe einen Kumpel, der baut Dampflokomotiven, halt Echtdampf. Und wie es so ist, bei einer Feier haben wir so ein bisschen gelästert drüber und da hat er zu mir gesagt, bauen erstmal so eine Lokomotive. Und da habe ich drauf gesagt, was du aus Metall bringst, das bringe ich auch aus Holz. Und dadurch bin ich jetzt, weil ich ein Rentner bin und mehr Zeit habe, bin ich auf
das gekommen. Und dann habe ich jedes Jahr so ein Ding gebaut. Wie viele Stunden bauen Sie denn eigentlich an so einem Modell? Das kommt auf die Größe drauf an. Bei so einer großen Lokomotive, also so 400 bis 450 Stunden braucht man schon. Man läuft schon mal an und wieder weg. Man sitzt schon den ganzen Tag dort. Aber es gammelt sich so zusammen. Ne? Ich danke Ihnen recht herzlich und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit Ihren Lokomotiven und noch viele, viele Modelle. Für das schöne Interview. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, bitte sehr. Mobile Computer kennt heute ja jeder, aber eine mobile Modelleisenbahnanlage im Koffer hat sicher noch nicht jeder gesehen. Liebe Zuschauer, das soll es von den Langenauer Modelleisenbahntagen dieses Jahr gewesen sein. Ich hoffe, Sie fanden es genauso interessant wie ich. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann schauen Sie doch vielleicht nächstes Jahr selber mal hier vorbei. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen, Ihre Sanja Berg.